Nach der Information auf der Rückseite des ausführlichen Handbuchs brachte Cosmos im Jahr 2014 einen Roboter-Experimentierkasten auf den Markt. Er sollte wohl der Tradition der Experimentierkästen aus den 50er und 60er Jahren folgen, war aber doch sehr anders aufgebaut. Während man bei den alten Experimentierkästen noch schrauben und werkeln konnte, wird im Roboterkontrollkasten nur noch gesteckt, ähnlich einem Lego-Techniksystem. Ausgezeichnete Bauvorschläge gibt es in der beiliegenden Anleitung, die aber nach meiner Meinung noch nicht für Kinder ab 8 Jahren geeignet sind. Man kann sich aber auch irren. Der Kasten hat eine Größe von ungefähr 48 x 33 x 10 cm. Leider hat mein Experimentierkasten nicht mehr das gelobte, aufgeräumte Innere. Bei mir liegen die 151 Bauteile aber nach Funktion und Form sortiert in Plastikbeuteln und sind somit auch übersichtlich weggeräumt. Sozusagen das Herzstück des Roboterbaukastens sind der Batteriehalter mit den Anschlüssen für die 3 Motoren und mit dem IR-Empfänger. Und dazu kommt noch die Fernbedienung. Zum Steuern der Motoren gibt es 6 Tasten, jeweils einmal vor und zurück per Motor. Und natürlich ist auch hier der Infrarotsender integriert. Ein kleiner Lautsprecher gibt dann auch die entsprechenden Geräusche ab. Der Rest der Beutel enthält steckbare Teile und technische Bauteile, die zum Aufbau der 20 verschiedenen Modelle gebraucht werden. Hier werde ich nun mal die Herzstücke des Kastens aufbauen und testen. Zuerst werden natürlich die Batterien eingelegt. Auf die Motoren, die zum besseren Stand auf kleine Rahmen montiert sind, werden noch die Räder aufgesteckt. Der rechte Motor sowie die Motoren in der Mitte und links werden am Batteriehalter Infrarotempfänger aufgesteckt. Nun kann man die Funktionen testen. Einzeln vorwärts, einzeln rückwärts und dann alle Motoren zusammen vorwärts und rückwärts. Diese laufen nun alle perfekt, auch bei einem Abstand bis zu etlichen Metern. Beim Aufbau meines Modells in diesem Video handelt es sich um das aufwendigste Unterfangen in dem Anleitungsbuch. Es ist der Roboterarm. Ich werde den Zusammenbau in geraffter Form zeigen und danach doch noch etwas mit dem Gerätchen spielen. Einige Fehler, die ich beim Aufbau natürlich noch gemacht habe, sind wohl mit im Zusammenschnitt. Aber letztendlich ist der Roboterarm doch fertig geworden und funktioniert fast.
Nach einer Stunde war dann der Roboterarm aufgebaut und wurde getestet. Ich musste da noch einige Feinjustierungen vornehmen und dann war fast alles in Ordnung. Der Motor der Rundumdrehung reagierte nicht immer auf Tastendruck, das macht aber bei dem ganzen Aufbau wenig aus. Ich setze also mal einen kleinen Gegenstand auf den Boden und hebe ihn dann mit meinem Roboterarm auf. Das geht. Aber ich merke, dass die Schere wenig Kraft aufbringt, um schwerere Gegenstände zu heben. Der Aufbau des Roboterarms hat mir einige interessante Konstruktionen nahegebracht, aber im Großen und Ganzen fällt doch der Zusammenbau des Modells etwas leicht aus und ist daher auch sehr anfällig für Beschädigungen. Ansonsten hat der Roboterkasten doch schon einen Spiel- und Bastelspaß. Vor allem die Untersuchungen der Konstruktionsbeispiele gibt dann noch einen weiteren Lerneffekt. Allerdings würde ich den Experimentierkasten erst ab einem höheren Alter, zum Beispiel 12 Jahre, anbieten. Vorher dürfte noch das technische Verständnis und vor allem die Kraft beim Aufbau der Modelle fehlen. Aber wie schon gesagt, man kann sich ja auch irren. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich über einen Kommentar oder einen Daumen hoch freuen. Tschüss und Salü aus dem Saarland.